Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch zwei Töpferscheiben vergleichen. Zum einen die Rode HMT 600, auf der ich jetzt so 2 Jahre gearbeitet habe, und die Shimpo Nidec RK3D, mit der habe ich so locker 5 Jahre auf dem Buckel. Ich spreche also aus meinem professionellen Werkstattalltag. Was ich zu den Scheiben zu sagen habe und wie ich was finde, seht ihr in dem Video. Lasst uns zuerst über die Vorteile der Rode HMT 600 sprechen. Ein großer Vorteil der Rode ist natürlich der fest montierte, höhenverstellbare und kippbare Sitz. Ein weiterer Pluspunkt ist ganz klar die Ablage auf Arbeitshöhe für Werkzeug, Wasser oder was ihr halt so braucht. Der Scheibenkopf ist mit seinen 35 Zentimetern besonders groß und das kann beim Abdrehen schon mal ganz praktisch sein, aber in Wirklichkeit doch eher selten. Die praktischen Magnetstreifen sind vormontiert und halten das Werkzeug, das ihr ständig zum Arbeiten braucht. Eine besonders elegante Lösung, finde ich, sind diese Madenschrauben, die ihr auf dem Scheibenkopf findet. Die verschließen die Löcher, in denen die Pins montiert werden, mit denen ihr dann die Holzaufsatzscheiben befestigen könnt. Die Madenschrauben verhindern, dass sich die Löcher ständig mit Dreck verschließen, und sie schützen natürlich auch eure Finger beim Drehen, nicht, dass ihr hängen bleibt oder so. Das Fußpedal gehört tatsächlich zu den besseren, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Es lässt sich extrem präzise einstellen, was natürlich bei der Arbeit mit der Scheibe hilft. Das Kabel ist lang genug, damit ich es mir schön flexibel dahin stellen kann, wo ich möchte. Die ganze Scheibe ist auch höhenverstellbar, was natürlich besonders praktisch ist. Die Spritzwanne hat einen integrierten Wasserablauf, was ganz nett ist, wenn ich beim Töpfern viel Wasser nehme. Aber diese Scheibe hat natürlich nicht nur Vorteile. Lasst uns kurz über die Nachteile reden. Ein wirklich großer Nachteil ist die zentrale Schraube, die den Scheibenkopf befestigt. Diese löst sich öfter mal und besonders gern, wenn man viel Ton auf der Scheibe hat. Also wenn man wie ich viel vom Stock dreht oder große Sachen bearbeitet und die Scheibe sich lockert, kann das extrem nerven. Und das hört sich dann so an. Das ist während der Arbeit natürlich besonders unangenehm, weil ich muss dann den Ton wieder runterschneiden, den Scheibenkopf festziehen und wieder von vorne anfangen zu töpfern, was im Arbeitsfluss, gerade in der Serienproduktion bei größeren Aufträgen, wirklich extrem nervig war. Das Gewinde, in dem die Schraube befestigt wird, verdreckt relativ schnell, weil sehr einfach Dreck von oben hineinfallen kann. Dieser Dreck verstopft dann das Gewinde und ich kann die Schraube nicht mehr ordentlich festziehen. Das ist relativ schwer zu reinigen. Ich muss dann mit dem Staubsauger und mit einer Nadel werkeln, dass ich es wieder frei kriege. Stört unheimlich im Arbeitsablauf. Eine nicht so wichtige, aber doch störende Eigenschaft ist die große Verzögerung zwischen Pedal und Scheibenkopf. Wenn ich einschalte, dauert es locker 1 bis 2 Sekunden, bevor der Scheibenkopf sich bewegt. Das Gleiche passiert, wenn ich ausschalte. Der Scheibenkopf dreht noch ca. 2-3 Sekunden nach. Das ist eine Kleinigkeit, aber gerade beim Zentrieren oder Abdrehen bei solchen Dingen finde ich es schon gut, wenn die Scheibe sehr präzise da stehen bleibt, wo ich das möchte. Die Rode hat auch noch einen Riemenantrieb. Das ist zwar relativ gängig und viele Scheiben haben Riemenantrieb, aber er ist nicht 100% verschleißfrei und ist alte Technologie. Die Ablage, die bei Werkzeug relativ praktisch ist, hat einen Nachteil, und zwar verdeckt sie die Stellen, wo ich Wasser hinstellen könnte. Entweder ich stelle sie darunter, dann komme ich mit der Hand kaum mehr rein, oder ich stelle sie oben drauf, muss dann aber relativ hoch greifen, um an Wasser zu kommen. Das ist eine Kleinigkeit, aber tatsächlich im Arbeitsfluss, wenn ich Serien fertige zwischen 60 und 120 Teilen am Tag, eine nervige Geschichte. Die Holzablagen sind natürlich relativ hochwertig gemacht, das sieht man sofort. Trotzdem muss man sagen, Holz ist einfach nicht dafür gedacht, ständig feucht zu sein. Und beim Töpfern ist halt nun mal alles feucht. Ich habe schon Rode Scheiben gesehen, die aufgequollene Holzflächen hatten, und war tatsächlich ein Punkt, vor dem ich mich auch gefürchtet habe, dass es mir vielleicht auch passiert. Das Drehmoment der Scheibe ist okay, aber ich würde es tatsächlich als mittelmäßig einstufen. Ist ein ordentlicher Durchzug. Bei über 6 Kilo merkt man dann schon, dass man die Scheibe relativ einfach stoppen kann. Der Ablauf in der Spritzwanne ist gut gemeint, aber um ehrlich zu sein, verstopft er relativ schnell und ist dann umständlich mit einer Flaschenbürste oder ähnlichen Dingen zu reinigen. Um die Spritzwanne abbauen zu können, muss ich den Scheibenkopf demontieren. Und dann kommt auch schon der Klettverschluss zum Vorschein. Klettverschluss, Rode, ehrlich? Den Sitz kann man nicht nah genug an die Scheibe heranstellen.
Wenn ihr wissen wollt, wie man an der Scheibe richtig sitzen sollte, verlinke ich hier oben ein Video. Dadurch sitze ich an der Töpferscheibe nicht optimal und wenn ich ordentlich arbeiten möchte, muss ich mich auf die Kante des Hockers setzen. Nicht wirklich bequem. Die Rode Heim T600 ist sicherlich keine schlechte Scheibe, aber ganz ehrlich, für den hohen Preis von über 2.600 € hat sie mir einfach zu viele Macken. Der Scheibenkopf hat mich bei Serienproduktionen wahnsinnig gemacht. Die Ablage war relativ häufig im Weg. Für Hobbykeramiker mit viel Platz sicherlich eine tolle Scheibe, aber für den harten Werkstatteinsatz eher unpraktisch. Ein großer Vorteil ist der schmale Formfaktor mit dem Pedal fest montiert. Sie braucht echt nicht viel Platz und passt auch in kleine Räume, gerade für Hobbykeramiker zu Hause perfekt gelöst. Und mit den Griffen vorne und hinten ist sie echt gut zum Transportieren und zum Mitnehmen im Auto. Mit dem Metallgehäuse ist die Shimpo Nidec relativ schwer, also sie steht sehr gut und stabil, aber sie ist nicht zu schwer, um sie beim Putzen mal kurz auf die Seite stellen zu können. Das Design der Shimpo RK3D ist tatsächlich schon uralt, es hat sich aber bewährt. Man findet diese Scheibe überall auf der Welt. Ein Detail, was uns immer ganz gut gefallen hat, ist auch der Handhebel. Für viele Sachen zum Abdrehen oder so oft ganz praktisch. Super finde ich den Magnetantrieb der Shimpo-Scheibe. Er ist extrem präzise und absolut leise. Die Spritzwanne ist extrem intelligent und total simpel gelöst. Ich kann sie einfach teilen, wenn ich große Stücke abheben möchte oder zum Reinigen. Perfekt. Aber auch diese Scheibe hat ja nicht nur Vorteile, also lasst uns kurz über die Nachteile reden. Ein Nachteil ist ganz klar, dass die Shimpo nicht höhenverstellbar ist. Es gibt nur einen Fuß, den ich einstellen kann, der dazu gedacht ist, Unebenheiten im Boden auszugleichen. Das ist natürlich für große Leute ein Problem. Wenn ich Aufsatzscheiben mit Pins befestigen möchte, muss ich die Löcher eventuell selber bohren. Es gibt diese Scheibenköpfe nicht mit vorgebohrten Löchern ab Werk. Dafür befinden sich auf der Rückseite Markierungen, es ist also nicht so schwer, ich muss es trotzdem selber machen. Die Spritzwanne hat viele Ecken und Kanten, das Saubermachen kann echt mühselig sein. Die Ablagefläche der Shimpo ist relativ klein und reicht wirklich nur für das Nötigste. Ihr seht, mit ein bisschen Werkzeug und einem Wasserkrug ist der ganze Platz schon verbraucht. Die Shimpo Nidec RK3D ist für mich tatsächlich die bessere Wahl. Sie ist extrem zuverlässig, sehr angenehm im täglichen Gebrauch und fast unkaputtbar. Mit ein paar kleinen Schwächen, aber insgesamt ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Shimpo RK3D bekommt von mir die Kaufempfehlung. Es ist eine einfache, aber sehr robuste Technik, die ein Leben lang hält. Sie ist perfekt für Hobbykeramiker als auch für Profis. Die Rode Heim T600 ist bestimmt eine gute Scheibe, aber mit ihren nervigen kleinen Eigenheiten und dem sehr hohen Preis ist sie für mich eher ein Luxusgerät für ambitionierte Hobbykeramiker als ein echtes Arbeitstier. Ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Erfahrung mit den beiden Scheiben helfen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte oder ihr noch Fragen dazu habt, wie immer einfach in die Kommentare schreiben. Wir versuchen sie so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn ihr mehr solcher praxisnahen Reviews sehen wollt, abonniert den Kanal und lasst uns ein Like da. Wir sehen uns. Bis bald.